Hallo ihr Lieben! Ich hatte euch auf Instagram schon diese Lightbox hier gezeigt und habe so viele Fragen dazu bekommen. Weil ich diese Lightboxen so großartig finde, habe ich heute für euch ein ganz kurzes Video, in dem ich einfach mal zeigen möchte, wie man sowas zusammenbastelt, wie einfach das funktioniert. Und vielleicht hast du ja auch Lust, eine Lightbox zum Thema Valentinstag zu basteln oder mit irgendwelchen anderen Motiven. Ich schneide das mit dem Plotter, aber man kann das auch wunderbar mit einem Cutter ausschneiden. Das dauert dann natürlich dementsprechend länger. Ich habe schon ganz lange einen Plotter. Ich hatte immer einen von Silhouette und hatte mir jetzt im November einen neuen gekauft, einen Cricut Maker, mit dem ich wunderbar auch Papier ausschneiden kann. Wer Plotter nicht kennt, damit kann man digitale Dateien schneiden lassen, und zwar aus unterschiedlichsten Materialien, Papier, Bügelfolien, und die neueren Modelle können jetzt zum Beispiel auch dünneres Holz schneiden, Stoff oder Filz. Genau aus dem Grund hatte ich mir auch einen neuen gekauft, um auch andere Materialien damit schneiden zu können. Was ich jetzt hier ausgeschnitten habe, ist eine Lightbox, die man zum Beispiel als Karte zum Valentinstag verschenken kann oder auch als Hochzeitskarte, Hochzeitsgeschenk oder sich auch selber basteln kann natürlich. Für diese Lightbox kann man fertige Dateien kaufen. Diese hier habe ich zum Beispiel von Creative Fabrica. Man kann die Dateien einzeln kaufen für ein paar Euro. Bei Creative Fabrica gibt es die hier jetzt auch im Abo. Und ich glaube, da gibt es weit über 500 Dateien, die man dann alle innerhalb des Abos nutzen kann. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in der Infobox, wenn euch das genauer interessiert. So eine Lightbox besteht dann aus mehreren Schichten Papier, die übereinander gesteckt werden. Ich habe hier die ganzen Schichten mit dem Plotter ausgeschnitten. Das heißt, das macht er eigentlich komplett von alleine. Wenn du keinen Plotter hast, kannst du so eine Lightbox aber auch mit dem Cutter ausschneiden. Das dauert natürlich eine Weile, aber wenn du Zeit und Spaß daran hast, ist das auch ein schönes Projekt, um es wie gesagt einfach mit dem Cutter auszuschneiden. Dazu druckst du dir die Papiere dann einfach aus. Ich habe das jetzt aus Papier ausschneiden lassen. Das ist ein relativ festes Papier. Das habe ich mal gekauft für Einladungskarten für einen 80. Geburtstag. Also schon eine eher hochwertigere Papiervariante. Es geht aber auch mit leichtem Tonkarton ganz problemlos. Und an den Stellen, an denen jetzt noch etwas vom Papierschnitt innerhalb der Vorlage ist, entgitter ich das mit diesem Werkzeug und dann wird der Rest zusammengefaltet. Für den unteren Bereich gibt es hier diese kleine Box, die man zusammenfalten kann. Ich klebe sie zusätzlich an den Außenseiten noch ein bisschen fest. Dann ist die ganze Sache stabiler mit einem Klebstift. In diese Box kommt dann später ein LED-Panel, sodass man die Lightbox dann auch beleuchten kann. Dann habe ich jetzt hier die unterschiedlichen Schichten für die Lightbox. Die werden mit einem gewissen Abstand übereinander gesteckt. Hier gibt es 2 Außenteile und da stecke ich jetzt die 4 mittleren Teile hinein und die Rückseite und die Vorderseite werden einfach angeklebt. Das Zusammenbasteln dauert wirklich nicht lange, da ist man innerhalb von 10 Minuten fertig. Aber das Ergebnis finde ich wirklich wunderschön, vor allem da man ja eigentlich nur Papier genutzt hat. Man kann natürlich diese Lightbox jetzt komplett fertig verschenken, das heißt zusammengebaut und mit LED-Panel. Ich habe sie aber zum Beispiel auch als Bastelset verschenkt. Das heißt, zu Weihnachten habe ich dann die passenden Teile ausgeschnitten und mit einer kleinen Anleitung zusammen an Freunde und Familie verschenkt. So hat man ein wunderschönes Bastelset mit einem ganz besonderen Ergebnis, finde ich. Und wie gesagt, es gibt unzählige Motive für solche Lightboxen oder 3D-Karten. Das heißt, da ist wirklich für jeden was dabei. Und dafür, dass das jetzt nur Papier ist, sieht das doch wirklich großartig aus. In nächster Zeit werdet ihr bestimmt noch einige weitere Dinge sehen, die ich mit dem Plotter ausgeschnitten habe. Vielleicht hast du ja auch einen Plotter und hast noch ein paar Tipps und Tricks oder Fragen bezüglich der unterschiedlichen Plottermodelle. Hinterlass mir dazu doch gerne einen Kommentar. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn du ein Like hinterlässt, einen Kommentar und dem Kanal folgst. Bis dann!